Alle reden von einem möglichen Krieg zwischen Russland und der NATO. Die Lage kann möglicherweise eskalieren. Kann man sich vor dem Einsatz in der Ukraine oder einem anderen Kriegsgebiet schützen, indem man den Kriegsdienst verweigert? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Der Krieg in der Ukraine scheint nicht abzuflauen. Russland und die Ukraine bekämpfen sich hier nach wie vor bitter. Russland kann zwar stetige Geländegewinne verbuchen, die sind aber relativ gering. Das heißt, es scheint nicht wirklich militärisch einen Durchbruch zu geben. Es sterben Hunderttausende von Soldaten auf beiden Seiten. Ja, es ist tatsächlich hier schaurig, das mit anschauen zu müssen. Dann gibt es deutsche Politiker, die davon reden, dass Waffensysteme wie der Taurus hier in die Ukraine geschickt werden sollen. Das provoziert natürlich dann die Russen und sie drohen dann schon damit, hier mal eine Bombe nach Berlin zu schicken oder auf die Waffenfabrik in Bayern. Dann die Franzosen, die ja schon seit Napoleon keinen einzigen Krieg mehr gewonnen haben, aber immer noch als Siegermächte gefeiert werden, träumen schon davon, Bodentruppen in die Ukraine zu schicken. Die Briten sehen es nicht anders. Also das Ganze hier scheint zu eskalieren. Es gibt gigantische Aufrüstungen, aber jeder weiß, die teuersten Waffensysteme bringen nichts. Ich kann Milliarden in Waffen investieren, wenn ich nicht die Soldaten habe, die diese Waffen auch bedienen können. Daher scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis deutsche Soldaten, europäische Soldaten, NATO-Soldaten hier in großem Stile in die Welt geschickt werden. Heute vielleicht in die Ukraine, morgen vielleicht schon in irgendein anderes gottvergessenes Land, um dort hier irgendeinen sinnlosen Krieg führen zu müssen und möglicherweise das Leben auf dem Schlachtfeld zu lassen. Kein Wunder also, dass man sich als junger Deutscher oder gar nicht mehr so junger Deutscher dann überlegt, wie man dieser ganzen Sache entfliehen kann. Da gibt es ja mittlerweile viele gut gemeinte Angebote, die dir helfen, hier den Kriegsdienst zu verweigern, wo dann mit KI hier ein Brief für dich geschrieben wird, den du dann an das Karrierezentrum der Bundeswehr schicken kannst und hier die Kriegsdienstverweigerung erklären kannst. Vielfach haben ja dann hier diese YouTube-Videos und die Thumbnails bedeutungsschwangere Titel wie "Meine Kinder, meine Söhne sterben nicht in der Ukraine" und so weiter und so fort. Aber ist das eigentlich wirklich so? Kannst du mit der Kriegsdienstverweigerung tatsächlich sicherstellen, dass du nicht in die Ukraine oder in ein anderes Kriegsgebiet geschickt wirst? Schauen wir uns dazu doch mal an, was der Gesetzgeber sagt. So, hier haben wir das Gesetz über die Verweigerung des Kriegsdienstes mit der Waffe aus Gewissensgründen, kurz das Kriegsdienstverweigerungsgesetz KDVG. Paragraph 1 Grundsatz 1, Absatz 2, Wehrpflichtige, die als Kriegsdienstverweigerer anerkannt worden sind, haben im Spannungs- und Verteidigungsfall statt des Wehrdienstes Zivildienst außerhalb der Bundeswehr als Ersatzdienst nach Artikel 12a Absatz 2 des Grundgesetzes zu leisten. Nun, hier steht zunächst mal nichts davon drin, dass du nicht in ein Kriegsgebiet geschickt werden kannst. Hier steht nur drin, dass du außerhalb der Bundeswehr, also nicht innerhalb der Befehlsstruktur der Bundeswehr, einen Ersatzdienst leisten musst, einen zivilen Ersatzdienst, sagen wir mal technisches Hilfswerk, sagen wir mal Krankenpfleger oder sowas. Aber hier steht nichts davon da, dass du nicht ins Ausland geschickt werden kannst. Schauen wir uns einmal an, was hier Artikel 12a Absatz 2 des Grundgesetzes dazu sagt. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 12a Absatz 2. Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der Gewissensentscheidung nicht beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des Ersatzdienstes vorsehen muss, die in keinem Zusammenhang mit den Verbänden der Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes steht. Also auch hier wäre das Gleiche. Du musst einen Zivildienst leisten, der außerhalb der Befehlsstruktur der Bundeswehr ist, also nichts mit den Verbänden der Streitkräfte zu tun hat und interessanterweise auch dem Bundesgrenzschutz. Also die relevanten Gesetze sagen zunächst mal nichts darüber aus,
ob du hier in Deutschland bleiben kannst im Spannungs- und Verteidigungsfall oder ob du möglicherweise ins Ausland geschickt werden kannst, zum Beispiel eben in die Ukraine, um dort dann hier einen Zivildienst zu leisten. Aber ganz praktisch würde ich nicht davon ausgehen, dass dies der Fall ist. Schauen wir uns zum Beispiel das Technische Hilfswerk einmal an und was das Technische Hilfswerk so tut. Tatsächlich hat das Technische Hilfswerk eine sehr lange Historie von Einsätzen in Kriegsgebieten. Einige möchte ich hier gerne mal zitieren. In den 1990er Jahren Bosnien und Herzegowina, Infrastrukturhilfe und Unterstützung in Flüchtlingslagern während und nach dem Krieg. Kosovo 1999 bis 2000, Notwasserversorgung, Aufbau von Lagern, logistische Unterstützung. Afghanistan 2001 bis 2021, technische Infrastruktur, Brückenbau, Stromversorgung in Koordination mit der Bundeswehr. Nordirak, Kurdistan 2014 bis 2017, Unterstützung für Binnenvertriebene vor dem IS, Wasser- und Lagerinfrastruktur. Jordanien, syrische Grenze seit 2013. Technische Hilfe in Flüchtlingscamps, insbesondere Wasser- und Abwasserversorgung. Ukraine seit 2022. Logistik, Stromgeneratoren, Wasseraufbereitung, Trümmerräumung außerhalb der Kampfzonen. Also, wie du schon sehen kannst, ist zum Beispiel das Technische Hilfswerk, und das Gleiche gilt natürlich auch für das Deutsche Rote Kreuz, schon lange und schon immer in Kriegsgebieten aktiv gewesen. Natürlich gibt es momentan keine allgemeine Dienstpflicht. Das heißt, momentan muss niemand irgendwo hingehen. Das ist ja völlig klar. Aber wenn wir jetzt vom Spannungs- und Verteidigungsfall sprechen, dann wird ja automatisch hier die Wehrpflicht wieder aktiviert und damit natürlich auch die Pflicht, Zivildienst zu leisten. Dass du dann wirklich als Kriegsdienstverweigerer nicht in ein Kriegsgebiet geschickt wirst, das ist alles andere als sicher. Gesetzlich gibt es dafür keine Grundlage und wie gesagt, viele der wichtigen zivilen Hilfsorganisationen sind im Ausland bereits aktiv. Das heißt, es wäre völlig vereinbar mit dem deutschen Grundgesetz, auch in einem solchen Gebiet dann hier tätig zu sein. Wohlgemerkt natürlich nicht bei Kampfhandlungen. Ich würde davon ausgehen, dass das auch nur in Gebieten dann ist, die dann einigermaßen sicher sind. Wenn wir uns heute die Ukraine anschauen, wo das Technische Hilfswerk tätig ist, dann gehe ich davon aus, dass die außerhalb der Kampfzonen tätig sind, nämlich zum Beispiel in der Westukraine. Ja? Aber dass du in die Ukraine geschickt werden kannst als Kriegsdienstverweigerer, das steht für mich außer Frage. Es ist am Ende eine Frage dessen, wo Not am Mann ist und da wird man dann hingeschickt werden. Es ist ja nicht so, dass du dann sagen kannst, okay, ich möchte jetzt gerne hier im Altenheim arbeiten und den Omas den Popo abputzen, ja, damit ich hier nicht in die Ukraine muss. Das ist rechtlich garantiert nicht vorgesehen. Dieses Privileg hast du nicht. Also, während ich dir garantiert raten würde, hier den Kriegsdienst zu verweigern, wenn du ihn verweigern möchtest, es kann natürlich absolut nicht schaden, würde ich nicht davon ausgehen, dass du dann von einem Einsatz in einem Kriegsgebiet dann wirklich bewahrt wirst. Wenn du dich davor schützen willst, dann reicht es nicht mal, dass du Deutschland verlässt, denn dann ist es so, dass im Spannungs- und Verteidigungsfall ein deutscher männlicher Staatsbürger bis zum Alter von 60 Jahren Deutschland nur noch für länger als 3 Monate verlassen kann, wenn er die Zustimmung der Bundeswehr hat. Bist du schon im Ausland, kann ich mir zwar kaum vorstellen, dass sie dich hier an den Ohren herausziehen werden. Man sieht das jetzt ja gerade, was mit den Ukrainern in Deutschland passiert. Aber dennoch befindest du dich natürlich hier rechtlich auf dünnem Eis, denn du bist hier unerlaubterweise dann abwesend aus Deutschland. Und was passiert, wenn du mal irgendwann deinen Pass verlängern musst? Die ukrainischen Männer, die in Deutschland sind, können nicht einfach zur Botschaft laufen und ihren Pass verlängern. Das machen nämlich die ukrainischen Botschaften nicht mehr und von Deutschland bekommen sie auch keine Ersatzpapiere. Wenn dir das gleiche im Ausland passiert, was dann? Da kann es dann eben helfen, einen Zweitpass zu haben, mit dem du dann reisen kannst. Möglicherweise willst du sogar die deutsche Staatsbürgerschaft ganz abgeben, wobei auch das kann möglicherweise unmöglich gemacht werden, wenn schon der Spannungs- und Verteidigungsfall hier vorliegt und du dich offensichtlich hier vor dem Kriegsdienst drücken möchtest. Das sind die einzigen Möglichkeiten, wie du dich rechtlich hier vor einem Einsatz im Kriegsgebiet schützen kannst. Übrigens, wenn du Deutschland verlässt, bevor du 17 Jahre alt bist, dann bist du auch sicher, dann kannst du tatsächlich im Ausland leben, ohne hier die Erlaubnis der Bundeswehr haben zu müssen. Hier zusammenfassend die Webseiten, die dir helfen, hier den Kriegsdienst zu verweigern, die dir helfen, das entsprechende Schreiben vorzubereiten. Die sind natürlich alle gut und das ist natürlich auch begrüßenswert. Aber wie gesagt, am Ende wird es dir nicht helfen, hier
in ein gottverlassenes Land geschickt zu werden und hier mitzuhelfen, deinen Einsatz zu leisten, egal ob es nur der Einsatz an der Waffe ist oder hier der Einsatz als Zivilkraft. Wir haben deswegen gerade in den letzten Jahren vielen Mandanten hier geholfen mit weiteren Staatsbürgerschaften, Zweitpässen in den verschiedensten Ländern. Wir haben ihnen damit geholfen, ins Ausland umzuziehen, in Länder wie zum Beispiel Dubai, Thailand, die Philippinen etc. pp. Das eben vielfach hauptsächlich, um hier der Wehrpflicht zu entgehen. Wenn das auch Themen sind, die dich interessieren, die auch für dich ein Thema sind, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir beraten seit fast 20 Jahren Mandanten genau bei solchen Fragen. Umzug ins Ausland, Zweitpässe, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensaufbau im Ausland. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.